Ich kann den Begriff Tesla-Killer nicht mehr hören. Der wird inflationär verwendet. Immer wieder muss irgendein Auto kommen, das jetzt der Tesla-Killer ist. Aber ich kann euch eine Sache sagen. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Ich bin begeistert, denn es ist ein Fahrzeug, das es schafft, mit dem Tesla Model Y auf Augenhöhe zu kommen. Es ist ein spannendes Auto, es ist ein tolles Auto und vor allem meiner Meinung nach schon jetzt eines der wichtigsten Autos, die auf den Markt kommen. Und ich wette, die meisten von euch haben den nicht mal auf dem Schirm. Und deswegen freue ich mich heute richtig, euch dieses Auto zu präsentieren. Ich bin Robin von Robin TV. Hier gibt es Elektromobilität, sodass es jeder versteht. Und das hier ist der XPeng G6. Man liest ja auch immer wieder die Überschriften überall. Ah, die Elektroautos aus China überrollen jetzt die ganzen Fahrzeuge in Europa oder irgendwie sowas. Überschwemmen, überfluten den Markt. Aber ganz ehrlich, ich habe schon einige Autos aus China getestet und die waren bisher ganz nett. Sorry, wenn ich das jetzt so ein bisschen einfach auf den Punkt bringe. Aber noch keins hat mich wirklich überzeugt. Überzeugt bin ich aber von der Marke XPeng, ja? Und da fragt ihr euch, wie, was, XPeng, Ping, Pang, Pong, da kommen sie plötzlich und fegen alles weg. So prophezei ich das jetzt schon, kann ich euch sagen. Denn hier bekommt man ein Gesamtpaket, das in sich hat. Wir gehen gleich noch mal in die Details. Ich zeige euch alles. Ja? Wir schauen uns das außen an, innen an. Der Preis hat mich umgehauen, wie gesagt. Wir fahren das Auto natürlich. Und XPeng finde nicht nur ich gerade gut, sondern sogar Volkswagen findet XPeng richtig gut. Ja, die haben im Jahr 2023 $700 Millionen in das Unternehmen investiert. Dafür 5% bekommen. Warte mal, das heißt, die haben letztes Jahr schon 14 Milliarden Firmenwert gehabt. Nach 10 Jahren, das muss man auch erst mal schaffen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wieso macht das VW? Wollen sie noch ein paar Euros abgreifen? Nee, die wollen ganz dringend an die Technologie ran. Die wollen an die Software und die wollen auf die Plattform. Und wieso? Ja, weil die Plattform einfach mal eine 800-Volt-Architektur ist und mit unfassbar hohen Ladegeschwindigkeiten, sodass ihr in 20% von 10 auf 80% kommt und weil die Software wirklich alles andere, finde ich, in den Schatten stellt, außer Tesla. Aber gut, wir gehen vielleicht in weiteren Videos, weil die Marke, glaube ich, wird hier auf dem Kanal noch ein paar Mal auftauchen, weil ihr merkt ja meine Begeisterung. Ich werde auch gleich noch ein paar Kritikpunkte anbringen, da finde ich nicht viele, aber ich habe versucht, alle Kritikpunkte noch mal rauszuziehen, die ich irgendwie finden konnte. Aber jetzt schauen wir uns das Auto noch mal von außen an, von innen an, fahren eine Runde und ich kann euch nur sagen, bleibt dran, es bleibt spannend. Übrigens, damit wir gleich mal so auf einer Ebene sind, alles, was ich euch schon gesagt habe und was ich euch gleich noch zeige. Und jetzt kommen mal kurz die Preise. Und das ist relativ einfach, die Preise runterzubrechen, weil es gibt eigentlich nur 3 Preise, denn alles kommt mit kompletter Vollausstattung. Es gibt nur 2 Extras, aber die erzähle ich euch gleich nochmal. Das Auto hier mit allem drum und dran bekommt ihr für 43.600 Euro. Und das sind zum aktuellen Stand 1.400 Euro weniger als das günstigste Model Y. Das ist echt mal eine Ansage. Ich sage euch, wie es ist. Ich hätte gedacht, der geht in der Vollausstattung mit der Standardbatterie bei 50.000 los. Das wäre auch schon, finde ich, okay gewesen. Aber nein, 43.600. Ich sag's nochmal. Das heißt nicht, dass das jetzt das Auto für die Masse ist, was sich jeder leisten kann. Aber hey, wenn das Model Y mit 45.000 Start schon das erfolgreichste Auto der Welt wird und das wirklich gut ist, werden wir ja gleich sehen, dann ist das schon der Hammer. Wenn ihr die Long Range, die große Reichweite haben wollt, zu den Daten kommen wir dann gleich nochmal, welche genaue Reichweite, dann für 47.600 Euro. Und hier habe ich jetzt die Performance-Variante mit allem Schnicki-Schnacki, ja, also Allrad und nochmal richtiger Power, für 51.600 Euro. Das ist jetzt mal eine richtige Ansage und da bekommt ihr noch eine Garantie von 7 Jahren auf das Fahrzeug und 8 Jahre auf die Batterie. Nur damit wir mal kurz auf einer Ebene sind, über was wir hier eigentlich reden. Normalerweise bin ich ja jetzt nicht so der Freund, der jetzt intensiv aufs Design eingeht. Ihr habt es ja selber auch im Intro noch mal gesehen. Ihr seht das Auto hier die ganze Zeit. Ihr könnt es euch selber noch mal anschauen. Da hat ja jeder so seinen eigenen Geschmack. Aber es gibt ein paar Dinge, über die müssen wir einfach mal kurz reden. Also zum einen, das ist das XPeng-Logo, ne? Hat man wahrscheinlich noch nicht oft gesehen oder noch nie. Das wird euch, denke ich mal, in Zukunft häufiger begegnen. Ich finde diese durchgezogene Lichtleiste hier richtig schick. Ja, das haben ja auch schon andere manche Fahrzeuge, aber das finde ich richtig gut. Hier sind natürlich Kameras, Sensoren. Das Auto ist vollgepackt mit Technik, mit dem Noise 10 Chip für auch autonomes Fahren, mit allem Pipapo. Und
Das Erste, was ich gedacht habe, ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Das Erste, was ich gedacht habe, als ich dieses Fahrzeug gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein schöneres Model Y. Aber gut, das ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Aber ich finde, der hat sehr viel vom Model Y. Ja? Auch diese kurze Front, dann einmal so diese geschwungene Linie nach hinten. Natürlich klar die Griffe, die sich einfahren, aber das hat ja fast jedes Elektroauto. Und an ein paar Stellen, bei allen möglichen Stellen, findet man eigentlich so die Filetstücke des Automobildesigns wieder. Also da könnt ihr selber mal in die Kommentare schreiben, an welcher Stelle ihr so ein bisschen so Gedanken habt, vielleicht haben sie sich da ein bisschen inspirieren lassen oder geklaut. Naja gut, je nachdem wie ihr es bewertet. Hier inspirieren lassen, da inspirieren lassen. Gucken wir uns doch einfach mal nur diesen Bereich der Rückleuchte an. Also Entschuldigung. Aber wenn da nicht Porsche-Vibes aufkommen, dann weiß ich ja auch nicht. Gut, wie gesagt, könnt ihr für euch noch mal bewerten. Ja, er ist ein bisschen rund, das muss man mögen. Manche mögen es ja ein bisschen eckiger, kantiger. Aber ich persönlich mag das alles. Und ich würde mich mal wirklich, schreibt mal wirklich in die Kommentare, wo ihr Dinge wiederfindet, die ihr vielleicht irgendwo schon mal gesehen habt. Wir kommen gleich in den Innenraum, aber ich möchte euch gleich direkt mal zeigen, ob da hier vorne ein Frank da ist. Ich mache jetzt nicht immer den Model Y-Vergleich, weil das muss man ja auch nicht ständig machen. Die Autos stehen ja auch irgendwie für sich. Aber das Model Y, oh, da muss man gar nichts drücken, hat ja vorne einen Frank, der hier nicht. Also hier kann man Wischwasser reinfüllen. Hier ist noch mal was versteckt. Gut, aber immerhin schön aufgeräumt, ne? Der Knopf für die Kofferraumklappe ist hier unten so versteckt. Geht natürlich elektrisch. 571 Liter bekommt ihr und der Kofferraum ist einfach richtig schön ordentlich, wie man das von so einem Auto sich wünscht. Hier gibt es dann übrigens noch mal einen kleinen Unterbodenbereich. Naja, gut, aber ein Kabel passt hier rein. Also das ist schon mal alles top. Und sonstige wichtige Dinge. Man hat hier übrigens noch ein Geheimfach. Wir drehen hier heute übrigens in Amsterdam. Und wenn man dann aus dem Urlaub zurückkommt, dann kann man sich noch ein Geschenk mit nach Hause mitbringen oder so. Ja? Also natürlich ein paar Tulpen. Ich weiß nicht, an was ihr jetzt gedacht habt. So, nee, jetzt bin ich ins Kölsch übergegangen. Also jetzt will ich eine Sache noch sagen. Und zwar, guckt euch mal die Kofferraumklappe an, oder? Also das finde ich gut. Ich bin 1,87 Meter groß. Also der Kameramann hier ist 2 Meter, der Max hinter der Kamera. Der kommt nicht ganz drunter, aber das finde ich erstmal schon gut, ne? Dass da die Klappe so schön hoch ist. Hier ist nochmal ein Subwoofer eingebaut. Ich kann jetzt schon mal sagen, die Anlage hier ist richtig geil. Jetzt viel zu gut. Okay, das kann ich schon mal vorwegnehmen. So, und das finde ich auch gut, ja? Dass man hier nicht eine komische Pappmaché-Hutablage hat oder sowas, sondern hier so richtig schön eine Abdeckung zum Ausrollen. So. Dann kann man die wieder einrollen. Man kann die aber auch so hochklappen. Dann bleibt die hier oben, um was einzuladen, wenn die im Weg ist. Und die kann man auch wegnehmen. Das mag ich schon mal sehr. Und dann kann man hier auch die Sitze natürlich umklappen. 60, 40. Ja, guck mal, ich muss nur hoch. Habe ich noch gar nicht gemacht. Nur so hoch. Zuck. Dann schnippelt der so nach vorne. Gut, jetzt haben wir da vorne was liegen. Aber es ist jetzt nicht komplett gerade und eben. Aber sieht richtig gut gemütlich aus. Ich glaube, da kann man auch mal eine Runde drin übernachten, wer sowas machen möchte. Aber natürlich richtig gut, um Gepäck zu verstauen. Einfach nur zur Ergänzung, hier ist noch ein 12-Volt-Anschluss. Und das ist jetzt tatsächlich gar nicht üblich, dass man hier sogar 180 Watt maximal über den 12-Volt-Anschluss bekommt. Das ist schon richtig gut. Und ja, das Auto hat auch eine Anhängerkupplungsmöglichkeit. Und da kann ich euch direkt schon sagen, das Auto, so wie ihr es hier seht, und das ist ja auch oft so, ne? Da seht ihr dann irgendwelche Videos von uns schönen YouTubern oder sonst was und dann zeigen wir euch ein schickes Auto und dann ist das natürlich immer die Vollausstattung und im Nachhinein geht ihr dann rein und sagt so, ja, aber Moment mal, Preis ab so und so viel Euro und dann kommt ja noch das drauf, das drauf, das drauf, das drauf, ja? Und dann ist der Preis doch wieder in einer ganz anderen Dimension. Wir bekommen hier Vollausstattung, volle Hütte. Es ist alles drin, außer zwei Dinge. Die Anhängerkupplung, die kostet um die 1000 Euro, die kann man sich dann eben noch dazu kaufen. Und man bekommt nur die Farbe Weiß gratis. Alle anderen Farben kosten ungefähr 800 Euro Aufpreis. Aber das wär's dann. Also mehr als diese 1800 Euro, wenn ihr wirklich eine andere Farbe haben wollt in die Anhängerkupplung, kommt nicht mehr obendrauf. Nichts mehr. Nada. Da ist alles mit drin. In allen Varianten Vollausstattung. Das ist schon erstmal... Es ist schon erstmal krass, ja? Und wie viel kann ich damit ziehen? 1500 Kilogramm, 1,5 Tonnen.
Ja, ich weiß, es sind nicht 2 Tonnen oder 2,5 Tonnen, aber das ist vielleicht auch für so eine Fahrzeugklasse noch ein bisschen schwierig. Wenn ihr mehr ziehen wollt, müsst ihr euch vielleicht mal den G9 angucken. Ich habe jetzt die Daten nicht auswendig im Kopf, der kann vielleicht auch mehr ziehen. So, aber was hier interessant ist, das Fahrzeug hat mit Anhängerkupplung ein Gesamtgewicht dann von 2048 Kilogramm. Und da ich ja Freund vom Campen bin und Wohnwagen hinten dran ziehen bin, habe ich mir das gleich mal ausgerechnet für euch. Das ist mein Service. Und zwar könnt ihr dann also 1450 Kilogramm Anhänger mit zulässigem Gesamtgewicht natürlich dann dranhängen und kommt nicht über die 3500 Kilogramm. Was ja eben mit jedem B-Führerschein dann möglich ist. Also da darf das Gesamtgespann aus Fahrzeug und Anhänger eben nicht die 3500 Kilogramm, die 3,5 Tonnen übersteigen. Und wenn ihr hier eben die 1450 Anhänger dranhängt, braucht ihr nicht mal irgendeine andere Führerscheinklasse als den B. Ihr könnt aber auch locker, habe ich auch gemacht, den B96 als Erweiterung gemacht, kostet nur ein paar hundert Euro, kostet nicht viel Zeit und dann könnt ihr sogar bis 4250 Kilogramm dranhängen und hier dann eben sozusagen die vollen 1500. Genau, also das ist doch einfach eine klasse Sache, ein schönes Rundumpaket und natürlich alles elektrisch. Wie sieht es mit den Lichtern aus? Weiß ich gerade gar nicht, sieht man nicht, ist viel zu hell hier. Ah doch, guck mal, hier ist ein Licht und da ist ein Licht. Hey, 2 Lichter statt nur ein Licht. Das ist ja doppelt so viel wie bei manch anderen. Wir müssen, bevor wir in den Innenraum gehen, über eine Sache reden, die mich wirklich begeistert. Das muss man einfach sagen. Und wo wir jetzt einen wichtigen Punkt haben, für ganz, ganz viele da draußen und wo Xpeng sogar einen Vorteil hat gegenüber Tesla. Ich rede natürlich hier, weil ich hier stehe, von der Möglichkeit, wie geht das jetzt auf? Hier, so, von der Möglichkeit, ist so gut hier so rein versteckt, dass man es fast kaum findet, aufzuladen, ja, und vor allem schnell zu laden. Und jetzt ist es so, dass du praktisch in der Basisvariante, in der Standardvariante, praktisch noch einen Hinterradantrieb bekommst. Da ist dann eine 66 Kilowattstunden Batterie drin, also 66 Kilowattstunden Akku und dann eine LFP-Batterie, Lithium-Eisenphosphat. Der Vorteil von den LFP-Batterien ist, dass man sie immer auf 100% laden kann. Ja, das habt ihr, wenn ihr euch mit Elektroautos noch nicht viel auseinandergesetzt habt, habt ihr vielleicht mal gehört, man soll die in der Regel nur bis 80% laden. Die schon eine Weile elektrisch fahren, die kennen das Problem. Denn nur kurz vor Langstrecken darf man dann auf die 100% laden, sonst leiden die Zellen. Eine LFP-Batterie hat das nicht, die hat auch viele Zyklen, die ist eigentlich schon geil. Sie hat aber einen großen Nachteil. Und zwar lädt sie in der Regel nicht ganz so schnell. Aber das hat sich inzwischen auch schon erledigt und vor allem bei dem. Und das ist ja eigentlich auch immer so ein Ding von elektrischen Autos gewesen. Ja, die kommen einen guten Preis, eine tolle Ausstattung, aber die laden viel zu langsam. Das hat der überhaupt nicht. Der lädt schon in der Standard, also in der geringsten, kleinsten Version mit 215 kW. Das ist richtig viel. Und auch eine LFP-Batterie mit 215 kW ist schon echt geil. Und dann fragt ihr euch, okay, was bedeutet das jetzt? Ich übersetze euch das. Der klassische Wert von 10% Ladestand auf 80% schafft er in 20 Minuten. So, und das ist wirklich genial, weil ich sag mal so, 30 Minuten ist schon okay. Ja? Alles über 30 Minuten finde ich dann ein bisschen zu lang, aber 30 Minuten ist völlig in Ordnung, kann ich aus der Praxis so sagen. Aber 20 Minuten ist ein absoluter Traum. So schnell kann ich wirklich kaum irgendwie mal zwischendurch was einkaufen, Toilette gehen, Kaffee trinken. Das ist einfach ein Top-Wert. Und das zieht sich so durch. Das heißt, wenn man die größere Batterie hat, dann bekommt man tatsächlich, dann sind übrigens Nettoangaben 87,5 Kilowattstunden. Und das ist dann aber eine NCM-Batterie. Das heißt, das ist eine performantere Batterie, hat dann den kleinen Nachteil, dass man vielleicht eher nur bis 80% den auflädt. Aber auch da haben wir 20 Minuten von 10 auf 80%, trotz dass es eine größere Batterie ist, weil die dann mit 280 kW lädt. 280 kW. Und man muss dazu sagen, es gab auch unabhängige Tests in Norwegen, die haben sogar mehr als die 280 kW Ladeleistung erreicht. Das heißt, es ist eher so der normale Wert, der kann sogar zwischendurch mal übertroffen werden. Ich habe schon mit Leuten hier gesprochen, die haben gesagt, die haben längere Strecken waren sie mit dem Auto unterwegs und haben 250 kW durchschnittliche Ladeleistung gehabt. Das kann ich kaum glauben und das würde ich gerne auch für euch ausführlich testen, noch mal selber erfahren. Das Problem ist nur, ich habe hier nur einen Tag mit dem Auto und der ist so effizient, dass ich den gar nicht leer gefahren kriege. Also wie gesagt, den muss ich mir noch mal extra holen, dann machen wir das Thema Ladeleistung noch mal, da zeige ich euch noch mal ein bisschen Ladeporno. Ja, so nenne ich das, wenn die Zahlen gut hochgehen. 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer habe ich jetzt hier so erreicht mit ganz normalem Fahren. Ich sage jetzt mal so 70% entspannter um die 50 km/h in der Stadt und 30% auf der Autobahn mit ungefähr 120, 130 km/h. Da sind 15 Kilowattstunden schon echt gut. Und hier steht dann ein WLTP-Reichweitenwert bei dem kleinsten Akku, bei dem normalen Akku von 435 Kilometer dran.
Und das ist lustig, weil normalerweise sage ich ja immer, man zieht 20% ab von WLTP. Aber ich würde hier sogar sagen, weil es da unabhängige Tests noch gab, die sogar mehr erreicht haben als der WLTP, dass die 435 gar nicht so unrealistisch sind. Dann sind es halt nachher 400. Aber das ist schon eine gute Reichweite. Und wer noch mehr braucht, bekommt die höhere Reichweite mit nur dem Hinterradantrieb mit 570 Kilometer. Und dann gibt es noch einen Allrad mit Performance, mit richtig ordentlicher Performance, also 4,1 Sekunden von 0 auf 100 ja, in so einem Fahrzeug, dann eben mit 550 Kilometer Reichweite. Das sind alles großartige Werte. Der hat natürlich auch nicht nur Schnellladen, aber das fand ich einfach so besonders bei dem, sondern den kann man auch normal laden. Also dann Schnellladen ist dann hier über CCS, ne, über Gleichstrom, aber es gibt natürlich auch AC-Wechselstrom. Also wenn man zu Hause eine Wallbox lädt, an normalen öffentlichen Ladestationen, ja, so Restaurant und sonst wo hier oder Supermarkt, Parkplatz, Möbelhaus, da ladet ihr dann mit 11 kW. Das ist im Prinzip ein Standardwert. Da gibt es jetzt keine 22 kW, finde ich aber jetzt nicht ganz so tragisch. Wäre schon schön. Aber irgendwo gibt es dann vielleicht doch mal einen Abstrich. So, da haben wir schon einen Kritikpunkt, aber 11 kW ist eigentlich okay. Und dann lade ich dann so zwischen 8 bis 10 Stunden je nach Akkugröße dann auf. Also so klassisch über Nacht. Ne? Oder halt eben tagsüber während der Arbeit stehen lassen bei der Arbeitszeit. Also das hat mir schon alles richtig gut gefallen. Aber jetzt habe ich hier viel außen gestanden, außen geredet. Jetzt gehen wir mal rein, weil drinnen wird es erst richtig geil. Die absoluten Highlights des Autos findet man tatsächlich im Innenraum. Und wo ist man denn eigentlich am meisten, wenn man mit dem Auto unterwegs ist? Ha, im Innenraum. Also sollte das ja eigentlich komfortabel und gut sein und hochwertig. Und ich muss sagen, hier muss ich wirklich von Premium-Qualität sprechen. Was ich aber gut finde, ist, dass wir hier nicht von der Qualität reden im Sinne von, das ist jetzt total Luxus und Premium und völlig übertrieben, sondern es ist genau so an einem Level aufgehört, wo man sagt, alles drüber brauche ich eigentlich nicht mehr, ist irgendwie schnicki-schnacki, aber sonst wirklich alles tipptopp. Also für mich ist hier alles erfüllt, was ich mir so wünsche. Wir haben übrigens kein echtes Leder, ich glaube, das heißt irgendwie Leatherette oder irgendwie sowas. Also es ist praktisch veganes Leder, Kunstleder, wenn man so will. Aber es fühlt sich so hochwertig und gut an. Hier so richtig schön weich, hier mit solchen Nähten. Die Knöpfe hier fühlen sich wunderbar an, die ganze Verarbeitung. Ich kann diesen Knopf drücken, dann geht die Tür auf. Aber ich kann auch hier unten, der ist ein bisschen versteckt, noch manuell an so einem Hebel da die Tür aufziehen. Wir haben hier die Lautsprecher so schön integriert, dass die hier so einen Stoffüberzug haben. Und jetzt eben, gut, es ist auch wieder Geschmackssache. Ich finde es irgendwie cool elegant gelöst, statt einfach so diese klassischen Metallgrille, ja, von so Lautsprechern. Hier, das ist alles so ein softer Kunststoff hier, also das ist kein Hartplastik. Hier haben wir noch mal eine Ablagefläche, auch noch mal so schlau. Moment mal, wo habe ich das schon mal gesehen? Ach, im Model Y, genau, im Model 3, dass es so leicht abgerundet ist, dass man hier so eine Flasche reinstellen kann. So, ja, also das gefällt mir alles gut und wir machen natürlich wie immer kurz wir hauen die Tür zu und checken mal, wie das klingt. Check und ja, satt und saftig. So, dann, das sieht man hier auch noch gut, weil wenn ich drauf sitze, sieht man es nicht mehr so gut, haben wir hier diese Sitze. Und die Sitze, die sind schon mal was. Sitzheizung, Sitzbelüftung, aber vor allem, vielleicht sieht man das so ein bisschen, wenn ich hier mal so reindrücke, man setzt sich hier rein und dann geht es im Prinzip noch mal so eine kleine Etage nach unten in den Sitz rein. Aber nicht so ungemütlich, ne? Ihr kennt das, solche Sessel wie bei Oma, wo man sich reinsetzt und nie wieder rauskommt, weil man so rein versinkt, sondern genau richtig. Also diese Sitze sind wirklich gut. Ich meine, klar, jetzt habe ich hier das Auto jetzt einen Tag lang mal gehabt. Am Ende bin ich vielleicht netto dann 4-5 Stunden mit dem rumgefahren. Das ist natürlich jetzt noch nicht der Langstreckentest, aber ich wette mit euch, dass man hier richtig gut auf langer Strecke Spaß haben kann. Dann steige ich hier ein, mache hier zu, Easy Entry, der Sitz fährt in meine eingespeicherte Position und dann geht's los. So sieht dann die Sicht als Fahrer aus. Erstmal eine schöne große Windschutzscheibe, das Cockpit ist auch nicht zu hoch, das gefällt mir alles richtig gut. Ein super hochwertiges, toll anmutendes Lenkrad mit echten Knöpfen, hier so schönen Drehreglern, zum Beispiel hier für die Lautstärke oder hier nochmal, die ändern sich auch immer wieder. Jetzt kann ich hier die Temperatur verändern oder wenn ich die Assistenzsysteme reingemacht habe, kann ich dann eben zum Beispiel die Geschwindigkeit der Assistenzsysteme verändern. Ich habe hier echte haptische Knöpfe, auf die ich draufdrücken kann und das fühlt sich alles toll an. So, und jetzt fällt auch eine Sache auf und da haben wir so ein Ding, dass es einfach eine geile Alternative zum Tesla Model 3 oder Model Y ist, weil Tesla reduziert zum Beispiel
dieses Display hier vorne raus, das Fahrerdisplay. Das hatten sie noch nie, doch im Model S und Model X. Dann hier diese Gangwahlhebel und hier natürlich der Wahlhebel für die Blinker und auch Scheibenwischer und solche Einstellungen. Wer jetzt sagt, er mag das nicht bei Tesla so, finde ich blöd, der kommt natürlich dann hier auf seine Kosten, weil man hat ein gleiches technisches Niveau, würde ich sagen. Man hat sogar ein bisschen mehr Luxus-Premium anmutende Innenraum, Optik und Haptik. Und man hat dann eben diese Hebel, wenn man die braucht. Also ich brauche die jetzt nicht, aber viele wollen die eben haben. Und das finde ich dann einfach geil, dass man jetzt endlich auch ein solides, gutes Elektroauto bekommt, wie eben bei Tesla, aber eben, wo andere Merkmale im Vordergrund stehen. Und jeder ist ja ein bisschen anders und das finde ich einfach toll, dass man jetzt sagen kann, es gibt einfach zwei richtig coole Crossover-SUVs auf dem Markt. So, dann haben wir hier in der Mitte ein 15 Zoll Display. Sieht toll aus von der Qualität. Auf die Software gehe ich gleich noch mal in Ruhe ein. Hier vorne haben wir zwei drahtlose Ladeschalen. Die sind sogar belüftet, weil das kennt ihr bestimmt, ne? Man legt das Telefon da rein, zack. Und dann lädt man es da eine Weile. Und was passiert, wenn man es in die Hand nimmt? Dann denkt man, das ist ein brennender Klotz. Telefon. So, das findet hier nicht statt. Das heißt also, sogar mit Hülle kann ich laden. Das finde ich richtig gut. Und 50 Watt Schnellladen. Ja, also ja, das ist auch klasse. Getränkehalter, gut. Das ist jetzt keine Überraschung. Eine wirklich ziemlich große Ablagefläche, Ablagefach in der Mittelkonsole, Mittelarmlehne. So, dann haben wir hier unten noch mal ein Fach. Ja, guck mal hier. Ha, mit meiner Kamera kann ich hier überall in die letzten Lücken. Da haben wir noch einen USB-Anschluss, einen alten, und einen USB-C-Anschluss und tatsächlich daneben noch einen 12-Volt-Anschluss. Da aber auch, wenn ihr einen Adapter reinmacht, mit bis zu 180 Watt. Also da kann man auch wirklich performante Laptops oder solche Geräte noch schön mit aufladen. Ja, und hier sind diese Lüftungsdüsen. Die kann man übrigens hier nicht so verstellen oder sowas. Ja, da gibt es keine Knöpfe und nichts dran. Und auch hier ist noch mal in der Mitte so ein größerer Bereich und dann hier drüben noch mal. Sondern, die kann ich, wem kommt das bekannt vor? Die kann ich hier dann schön in dem Menü dann genauso einstellen, elektronisch, sodass ich genau einstellen kann, wo wird wie, wo lang geblasen. Das ist einfach toll, ja. Also auch natürlich von Tesla inspiriert. Das ganze Menü sieht im Prinzip aus wie bei Tesla. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wenn ihr Tesla-Fahrer seid, das ist so intuitiv, ihr kommt hier sofort klar. Oh, ich habe einen Kritikpunkt. Yes, endlich Kritikpunkt. Und zwar, hier findet ihr kein Handschuhfach. Also Handschuhe müssen draußen bleiben oder woanders verstaut werden oder irgendwie. Ich meine, ganz ehrlich, Handschuhfächer sind doch Kruschfächer, oder? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Wer nutzt das Handschuhfach sinnvoll? Da landet bei mir immer jeder Mist drin. Ich weiß auch nicht, aber gut. Das ist bei euch vielleicht anders. So. Und richtig komfortabel hier vorne. Guck mal, das ist ein 2 Meter Max. So, hier, hallo Max. Hi. So, und guckt euch das mal an. Der ist 2 Meter, das ist alles richtig eingestellt. Und das sind ja noch mal 10 Zentimeter oder was? Wenn ich mich richtig hinsetze, ist sogar noch mehr. Wow, das ist echt der Hammer. Und da sieht man auch schon das große Panorama-Glasdach. Ah, das ist richtig cool. Und ja, okay, also wenn es nochmal eine Kritik gibt, dann ist es eben, es gibt nicht so viele Ablageflächen. Also man hat an beiden Seiten dann im Prinzip diese hier, die ist nicht riesengroß in der Tür. Man hat die dann hier unten, dann eben hier noch. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Ja, also da könnte man doch durchaus ein bisschen Kritik anbringen. Aber es ist echt gemütlich. Es ist gemütlich und es ist auch schön. Guckt euch mal das hier an. Ne? Ich weiß, Menschen, die über solche Cockpitte streicheln und machen, aber das ist alles so ein schön überzogener, ja, was ist das, so stoffartiges Material auch hier, ne? Das ist richtig, richtig toll gemacht. Das Einzige ist hier unten, da findet ihr im Prinzip Hartplastik. Also nur der Bereich, hier bis hier rüber, da drüben. Ansonsten ist alles richtig, richtig schön, weich und hat echt so ein Wohnzimmer-Feeling. Weißt du, worüber wir gleich mal reden müssen? Ja. Im Innenraum. Oh, die Anlage. Oh Gott. Oh Gott, nein. Und ich habe ja gedacht, mein Tesla Model 3 Highland, also Facelift, das ich fahre, hat die beste Anlage. Aber die hier ist noch besser. Sie ist noch besser. Es ist ein bisschen frustrierend. Aber es ist auch cool. Also ich freue mich. Es ist halt echt jetzt mal eine Konkurrenz. Es ist nicht so, dass man sich bei dem Auto hinten reinquetschen muss, ganz im Gegenteil. Hier ist so viel Platz und die Sitze sind alle auf uns eingestellt. Erstmal möchte ich noch mal kurz sagen, auch hinten sind die Verkleidungen wirklich schön in den Türen. Das macht richtig viel Spaß. Und wenn ich mir jetzt hier reinsetze, dann seht ihr was einfach nur der Hammer ist.
Also das habe ich noch nicht so oft erlebt. Aber das ist einfach nur ein riesengroßer Raum. Da ist Platz für mich und für 2 weitere locker. Also ich würde auch sagen, zu dritt kann man hier auch noch komfortabel sitzen, weil du hast auch nicht hier irgendeinen so komischen Huppel in der Mitte und sowas. Richtig schön viel Platz. Klar, die Sitze können jetzt nicht unendlich weit, die Füße unter die Sitze, aber das ist alles wirklich sehr, 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 sehr großzügig. Ich meine, das wäre jetzt so der klassische, ne? So, kann ich noch mal meine ganze Hand noch mal dazwischen machen. Und wie gesagt, ist großzügiger für mich eingestellt. Hier großzügig auf meinen Kameramann mit 2 Meter und ich bin 1,87. Das ist schon ordentlich. Ich habe hier Lüftungsdüsen, die gehen jetzt natürlich manuell. Hier noch mal 2 USB-C-Anschlüsse, also moderne Anschlüsse. Sonst findet man hier nichts. Ja, da könnte vielleicht noch ein bisschen mehr sein. Vielleicht könnte man ja hier sogar so einen Bereich reinmachen, ne, wo man eben ein kleiner Display oder sowas selber noch mal die 2-Zonen-Klimaautomatik noch mal hinten noch mal extra einstellen kann. Da muss man jetzt den Vordermann bitten. Okay, ist schon mal eine Kritik. Hier gibt es auch nur ein kleines Fach, um was reinzuschieben, nicht irgendwie hier oben noch mal was. Also das ist vielleicht auch ein bisschen einfach und rudimentär, aber richtig schöne, breite Mittelarmlehne, sodass man auch von beiden Seiten gemütlich da sich drauflehnen kann und dann eben noch mal 2 Getränkehalter ausklappen kann. Finde ich auch erstmal schick. Aber was auch eine seltene Funktion ist folgende. Ich habe hier seitlich so einen Knopf, den zeige ich euch mal am besten hier. So, und den kann ich hochziehen und dann guckt mal, was dann passiert. Ich komm mal rüber. So, und zwar tauche ich ab. Tschüss. Ich kann hier richtig diese gesamte Lehne hinten am Rücken noch mal ein gutes Stück nach hinten machen und dann kann man hier auch ein bisschen träumen und schlafen. Und das in Kombination mit diesem riesengroßen Glaspanoramadach. Und das wirklich, ich krieg fast nicht, ich bekomme hier eigentlich nicht mit, wo das hier anfängt. Also es fühlt sich so an, als fängt es direkt hinten an und geht ganz nach vorne. Ach, das ist einfach toll. Und dann kann ich hier die Rückenlehne, zack, wieder nach vorne machen. Also hier hinten kann man sehr, sehr lange Fahrten, sehr komfortabel, sich's richtig gemütlich machen. Also wir haben sogar unsere Handgepäckkoffer sogar hier einfach so reingelegt. Das ist dann schon echt richtig cool. Kommen wir zum Thema Software. Und da kann ich direkt sagen, ich bin bei Software bisher bei allen möglichen Herstellern sehr, sehr kritisch. Da sage ich auch ganz klar, Tesla ist da meilenweit voraus. Aber was ich hier im Ersteindruck, muss ich auch vorweg sagen, bei der Software erlebe und bei der Performance, das begeistert mich total. Ich bin richtig glücklich und man muss dazu sagen, gerade wenn man Fahrzeuge aus China hier testet, dann stimmen oft viele Dinge nicht. Zum Beispiel das Thema Routenplanung. Ja, okay, das geht dann einigermaßen, gibt es aber auch schon echt Verwürfnisse. Aber gerade wenn es zum Thema Ladeplanung geht, also dass ich dann eben natürlich auch mir gesagt wird, hey, du erreichst das nicht und hier sind irgendwelche Ladestationen, Schnellladestationen, um weiterzukommen. Das ist hier noch nicht perfekt gelöst. Das System, gerade das ganze Navigationssystem soll auch noch auf TomTom umgestellt werden. Aber ich finde es jetzt schon zum Start erstaunlich gut. Jetzt machen wir mal den Klassiker. Und zwar navigieren wir mal 566 Kilometer nach Berlin. Wir sind jetzt hier ein bisschen außerhalb von Amsterdam. So, das geht alles schön performant und schnell. Und jetzt sagt er mir, das reicht natürlich nicht aus. Ich kann ja nicht mit einer Ladung, oder was bin ich jetzt noch auf 77%, die 636 Kilometer fahren. Deswegen muss ich noch Ladestationen hinzufügen. Das drücke ich jetzt. Und jetzt finde ich schon mal interessant. Jetzt macht er das nicht automatisch und dachte ich erst so, oh, ist aber schade. Aber was cool ist, er zeigt mir im Prinzip die Ladestation auf der Strecke jetzt an, die ich noch erreiche mit meiner aktuellen Ladung. Und dann kann ich mir das im Prinzip selbst aussuchen. Und das finde ich ja durchaus auch nicht schlecht, dass ich sagen kann, oh, ich gucke mal, welcher Lader der richtige ist. Und dann tippe ich einfach mal hier drauf. Was noch ein bisschen komisch ist, er hat auch 90 kW Lader und 50 kW Lader drin. Das macht keinen Sinn. Ich will natürlich ganz, ganz schnelle Lader. Da habe ich jetzt zum Beispiel hier den Aralpuls. 300 kW bietet der. Mit dem Auto kann ich bis zu 280 kW laden. Das möchte ich haben. Und dann tippe ich hier auf Plus. So. Und dann fügt der die Ladestation in meine Routenplanung ein. Da sieht man es also. Hier zeigt das an. Ich komme mit 71 Kilometer Reichweite dann an am Aralpuls und komme tatsächlich bis nach Berlin mit nur einer Zwischenladung. Gut, wenn ich jetzt natürlich auf dem Weg richtig viel Spaß habe, hier habe ich ja zum Beispiel gerade ein Performance-Auto, dann kann natürlich ordentlich die Reichweite nach unten gehen und dann muss ich vielleicht auch eine Ladestation früher nehmen.
Das kann ich euch jetzt natürlich nicht genau sagen. Da kommt es jetzt echt nochmal drauf an, wie gut die Software dann reinspielt. Ob die mir dann rechtzeitig sagt, hey du, also ich würde es vermuten, aber man weiß es einfach nicht. Muss ich nochmal extra testen. Du erreichst jetzt diesen Aralpuls nicht. Du musst schon mal früher laden. Hier werden dir ein paar angezeigt. Ja, das wäre natürlich dann der Wunsch. Aber so finde ich das erstmal richtig gut. Ach so, genau, ich wollte noch eine Sache zeigen. Und zwar... Jetzt seht ihr, die Navigation habe ich jetzt gestartet. Das ist ein bisschen verzögert. Vorhin ging es ein bisschen schneller. Liegt manchmal auch an der Internetverbindung. Aber finde ich alles noch absolut im Rahmen. Jetzt gehen wir mal nochmal zurück. Und dann mache ich das Ganze mal nochmal. Zack. Und jetzt sehen wir hier, also da ist der Lader im Prinzip dann angezeigt. Also in 312 Kilometer erreiche ich den. Hier habe ich dann auch so ein bisschen von unten nach oben meine Route, wo dann eben hier der Lader eingeplant ist und wo hier nochmal so, ja, so, sag ich mal so orangene, hellgrüne Striche sind, da wird es vielleicht auch mal rot. Da werden dann also Verkehrssituationen angezeigt. Hier ist auf jeden Fall eine volle mobile Internetverbindung mit integriert und man zahlt auch nicht für die extra. Das muss man auch dazu sagen, Premium-Konnektivität, ich zahle das ja auch aktuell bei meinem Tesla Model 3, kostet bei Tesla 10 € im Monat. Hier nichts. Ja, nichts heißt das auf Berlinerisch. So. Und was ich richtig cool finde, ich kann auf den drauf tippen und man will natürlich während dem Ladevorgang, auch wenn er in 20 Minuten relativ schnell ist, ja irgendwie vielleicht was essen, was trinken oder vielleicht auf dem Spielplatz oder mit dem Hund eine Runde laufen und so weiter. Und dann kann ich jetzt hier gucken, was ist denn in der Nähe. Dann kann ich zum Beispiel auf ein Restaurant tippen und dann zeigt er mir rund um die Ladestation jetzt an, Waldkauz-Restaurant. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Eine Losteria ist eigentlich immer eine gute Wahl. Ja? So, und dann kann ich natürlich hier auch andere Sachen in der Umgebung suchen. Ich könnte jetzt aber auch hier sofort sehen, welche Ladestationen frei sind, also wie viele. Jetzt sind gerade alle frei, 8 von 8 und so weiter. Könnte den Lader wieder rauslöschen, ihn speichern, die Ladestation anrufen. Das sollten wir mal probieren, oder? Mal eine Ladestation anrufen, mal gucken, was die so zu sagen hat. Nee, Quatsch, aber ne, da, ihr habt es verstanden, das finde ich eigentlich schon echt ein guter Start. So, jetzt machen wir aber mal das Ganze aus. Hier sieht man dann nochmal das Menü. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch Musik, da kann ich jetzt drauf gehen. Da habe ich jetzt mein Spotify-Profil verbunden, hat sofort funktioniert. Spotify-App ist auch mit drauf oder wenn man drauf tippt, lädt die sofort ganz schnell runter. Und ich habe hier sofort mein Spotify. Dann kann ich aber auch hier direkt aufs Telefon zum Beispiel gehen, also so ein Schnellstartmenü. Und jetzt kommen wir nochmal zum ganz wichtigen Bereich. Und da tippe ich jetzt hier auf die Prozent. Das ist das ganze Thema Laden. So, jetzt kann ich natürlich Dinge einstellen. Ich kann natürlich die Ladegrenze einstellen, 90%, 80%, was auch immer ich will. Ich kann hier auch die Vortemperierung manuell starten, zack, damit man eben die möglichst schnellste Schnellladeleistung auch im Winter hat. Allerdings hat er auch ein spezielles Heizsystem eingebaut. Sie sagen also, dass die Winterreichweite sehr gut sein soll. Ja, das müsste man natürlich auch wieder testen. Ich kann sogar für die 12-Volt-Steckdose, zum Beispiel hinten dann, wenn ich zum Beispiel einen Kühlgerät dann hinten drin habe, was so einen Kühlschrank, so einen kleinen mobilen, kann ich zum Beispiel sagen, hey, der soll bitte noch 12 Stunden lang anbleiben, auch wenn ich das Auto verriegle, damit eben meine Getränke nicht warm werden. Und dann geht es aber aus. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich kann hier noch diverse Sachen umstellen. Und jetzt kommen wir noch mal zum ganz wichtigen Punkt. Den habe ich vorhin beim Laden vergessen. Das Fahrzeug bietet tatsächlich V2L-Funktion. Das heißt also, ich habe ein Vehicle to Load mit 3,3 kW. Also es ist im Prinzip eine normale Steckdose. Da mache ich einen kleinen Adapter hinten an den Ladeanschluss dran. Und da ist da praktisch eine normale Haushaltssteckdose dran mit 3,3 kW. Im Prinzip eine volle Haushaltssteckdose. Und da kann ich dann zum Beispiel, ja, elektrische Geräte betreiben. Ich kann zum Beispiel, das habe ich nämlich gemacht, mit einem vollelektrischen Wohnwagen in den Urlaub fahren und den ganzen Wohnwagen damit betreiben. Habe ich übrigens schon mal ein Video drüber gemacht, funktioniert einwandfrei. Würde ich vielleicht auch nochmal nachholen mit dem Fahrzeug, finde ich auch richtig cool. Und was haben wir hier noch? Andere Funktionen. Natürlich, wenn ich einen Schnelllader im Navi eingeplant habe, was heißt natürlich, das ist leider nicht bei allen Herstellern natürlich, aber hier ist es so, dann temperiert er, also konditioniert er auch die Batterie auf die perfekte Temperatur. Das macht er dann automatisch. Aber ich kann es auch manuell machen. Es ist beides drin. Eine sehr viel gefragte Funktion, gerade wenn es kalt wird. So, dann habe ich hier noch alle möglichen Menüs. Hier sind die ganzen Einstellungen. Da kommen viele Tesla-Fahrer jetzt auch wieder hier auf ihre Kosten. Also sehr, sehr ähnlich alles. Da kann ich jetzt nicht alles durchgehen. Natürlich hat er verschiedene Fahrmodi. Er hat auch ein One-Pedal-Driving. Ich kann hier zum Beispiel, ich habe jetzt die Performance-Variante auch auf Sport einstellen und so weiter. Er hat einen Sprachassistenten. Das ist ja gerade in China eine unglaublich wichtige Funktion. Also ihr müsst wissen, in China ist kein Auto erfolgreich, das nicht einen guten Sprachassistent integriert hat. Und der ist jetzt hier aktuell noch auf Englisch, aber ich kann ja mal einfach mal 2 Sachen testen. Ich sag mal, hey Xpeng. Hey Xpeng.
Hi there. Open my window, please. Opening the driver's side window. Also wie gesagt, jetzt gerade nur auf Englisch. Oder ich kann auch sagen, hey Xpeng. Hey Xpeng. Hey, Please turn on the ventilation on my seat. seat ventilation is turned on for the driver. Hat funktioniert. Also das funktioniert erstmal schon mal gut, aber wie gesagt, ist aktuell noch Englisch. Man kann alle möglichen Audioeinstellungen machen. Die Anlage ist wirklich der absolute Hammer. So, und hier wollte ich euch noch was zeigen. Es gibt wirklich viele Einstellungen. Das ist das Schöne bei so einem Unternehmen, das Technologie so an erste Stelle stellt, sage ich jetzt mal, dass du wirklich auch noch mal ganz, ganz viele Möglichkeiten hast. Und hier habe ich eine Einstellung gefunden. Ihr könnt es mir ja sagen, ob ihr es woanders schon mal gesehen habt. Ich habe es noch nie gesehen. Ich kann praktisch das Bremspedalverhalten verändern. Das ist schon echt verrückt. Das heißt, also ich habe es jetzt auf Komfort eingestellt. Das heißt, ich drücke das Bremspedal, wenn ich es nur leicht eindrücke, bremst er auch nur leicht. Und ich muss es dann schon stärker eindrücken, damit er richtig eine ordentliche Bremsung macht. Also ich kann es sehr fein justieren auf der Komforteinstellung. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf die Sporteinstellung gehe, dann tippe ich nur ein bisschen aufs Lenkrad und er haut wirklich ordentlich in die Eisen. Und das finde ich eigentlich erstmal interessant, dass ich hier sogar noch eine mittlere Einstellung habe als Balance dazwischen und dass ich praktisch das Verhalten, wie sich die Bremse verhält, einstellen kann. Weil ich habe, also normalerweise muss man es ja nicht, aber ab und zu fahre ich Fahrzeuge und dann denke ich so, nee, die ist mir viel zu bissig, die Bremse, das kennt ihr vielleicht. Oder, die muss ich aber ganz schön reindrücken, ja, die reagiert viel zu spät. Dann kann man hier tatsächlich das Verhalten der Bremse hier nochmal justieren. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, was man hier alles noch einstellen kann. Also da kann ich jetzt nicht durch alle Menüs durchgehen. Ja, Öffnungswinkel des Kofferraums und was weiß ich nicht was alles. Aber ich kann euch sagen, hier kommen, gerade wenn man so das genau fein justieren will und Technik-Freak oder sowas ist, dann kommen hier die Leute sehr auf ihre Kosten. So, hier habe ich das Musikmenü, das haben wir schon gesehen. Da gibt es natürlich auch Radio und Bluetooth und sonst was alles. Telefoniermenü und noch zu guter Letzt, ich weiß, das ist ein großer Part, aber das ist auch wichtig, hier nochmal die Apps-Ansicht. Es gibt hier nochmal Achtsamkeitsraum, also da habe ich dann so Entspannungs-, Meditationsdinger, Volkswagen nennt das dann Wellness-App und so weiter und so fort. Ich habe hier dann eben noch, was habe ich hier noch? Schlaffunktion habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber der ganze Sitz lässt sich wirklich komplett dann runterfahren und ich kann schlafen. Ich habe 360-Grad-Kamera, was weiß ich nicht was alles, aber ich habe auch extra Apps. Wenn ich beim Laden bin, kann ich YouTube anschauen, Disney Plus, ist sogar TikTok, Instagram mit dabei, Apple Music, Prime Video, Apple TV Plus, Audible, was auch immer X-Play ist, habe ich nicht rausgefunden, vielleicht ein Spieleding oder sowas, kann ja noch mal kommen. Gehen wir jetzt hier einfach mal auf YouTube und da habe ich jetzt hier schön auf dem großen Bildschirm auch natürlich mein Lieblings-YouTube-Kanal Robin TV geöffnet, mir ein Video angeschaut, was das für ein Poser ist, oder? Ich finde, der war früher auch mal sympathischer. Ganz schön unsympathisch geworden, der Typ. Keine Ahnung, irgendwie voll abgehoben. So, und da könnt ihr euch dann YouTube anschauen. Es läuft auch alles richtig gut und sehr performant, muss ich echt mal sagen. Nur das Rausgehen aus den Apps ist so ein bisschen tricky. Da muss man hier so Knöpfchen drücken und dann die mal finden. Und dann könnt ihr sogar alle möglichen Apps noch zusätzlich öffnen. Und das ist ja nur der Anfang. Es gibt hier regelmäßige Over-the-Air-Updates. Und ja, das ist nicht wie bei anderen Herstellern, dass ihr nochmal in die Werkstatt müsst, sondern es gibt wirklich einen ausführliche Softwareabteilung bei Xpeng. Was ich schon mal erstaunlich fand, ist, dass 40% aller Xpeng-Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung arbeiten. Ich kenne jetzt nicht genau die Prozentzahl bei Software, aber die ist auch sehr, sehr groß. Das heißt, da steht wirklich die Innovation, die Forschung, das Treiben sozusagen dieser neuen genialen Funktionen absolut im Vordergrund. Und jetzt nicht, das ist jetzt nicht eine reine Verkaufsfirma oder irgendwie sowas. Also das hat mir schon wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin gespannt, wie die Software sich von Xpeng noch weiterentwickelt. Ich liebe das Fahren in dem Auto, muss ich einfach sagen. Das Fahrwerk ist top. Es ist schön weich, aber nicht zu sehr abgestimmt. Ja, nicht zu hart abgestimmt. Jetzt hat er gepiepst, weil ich die Geschwindigkeit überschritten habe. Und das, ja, ist halt eben ein neues Gesetz. Das muss man einfach so sagen. Das haben alle Fahrzeuge, das komische Bimmeln. Obwohl ich hier das Bimmeln und auch die Geräusche echt noch okay finde. Das kann man ja dann auch alles abschalten. Ist, wie gesagt, EU-Gesetz, muss man bei jedem Mal, wenn man ins Auto kommt, wieder neu einschalten. Aber darum soll es nicht gehen. Man hat eine gute Rundumsicht. Das Lenkgefühl ist toll. Das Strompedal ist toll abgestimmt. Ich habe das One-Pedal-Driving, wenn ich vom Strompedal runtergehe, der verzögert richtig ordentlich. Wie gesagt, Bremspedal kann ich ja sogar selber noch mal ein bisschen einstellen, reagiert super. Ja, hinten aus der Heckscheibe ist es ein bisschen eng. Also das könnte jetzt so gesehen ein bisschen besser sein und auch diese
Kopfstütze da von dem mittleren Sitz hinten ist so ein bisschen im Weg, die könnte man jetzt rausnehmen, dann sieht man noch mal ein bisschen besser. Er hat aber auch Kameras eingebaut, mit denen ich alles sehe. Die sind ein bisschen mittelmäßig von der Qualität, muss man sagen. Da könnte es auch noch mal ein bisschen bessere Qualität sein. Was aber cool ist, es sind alle möglichen Assistenzsysteme und sonst was eingebaut, also für vollen Komfort. Klar, zum einen kann ich ja mit der Spracheingabe hier gemütlich während der Fahrt alles steuern, aber ich habe auch so alle Sicherheitssysteme und sonstige, die ich nur irgendwie mir vorstellen kann, da eingebaut. Also ich habe noch, glaube ich, selten so eine große Liste gesehen an allem, also ob es der Querverkehr hinten ist und Frontkollision und Spurhalte und sonst, also alle Sicherheitssysteme, Sicherheitsassistenten, auch 7 Airbags drin und die Fahrzeuge P7 und G9, also nicht der hier, sondern die bisher schon auf dem Markt sind, haben auch die volle 5 Sterne bei diesem NCAP Sicherheitsbewertungssystem bekommen. Und sie gehen auch davon aus, weil sie hier auch die gleiche Sicherheit angewendet haben, es ist noch nicht ganz durch, dass sie auch die 5 Sterne bekommen. Also das ist alles richtig gut. Und vor allem einfach die Kombination beim Fahren mit dem Fahrwerk und diesen gemütlichen Sitzen. Und diese tolle Ansteuerung des Lenkrads, das man ja auch nochmal einstellen kann. Mit allem drum und dran passt für mich rundum. Es macht richtig viel Spaß, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ja, und wie ist es jetzt mit einem chinesischen Auto, das neu auf dem Markt ist? Wo gehe ich dann hin, wenn ich Probleme habe und Service und sonst was alles? Also die bauen wirklich ein großes Servicenetz auf und trotz allem technischen Schnicki-Schnacki muss man sagen, setzen sie jetzt nicht auf ein Modell, wo sie im Prinzip nur digital alles verkaufen und sonst wo. Nein, sie arbeiten, zumindest in Deutschland, mit Vertragshändlern zusammen. Die statten sie wohl auch richtig gut aus. Da gibt es dann eigene Xpeng Lounges und so weiter und so fort. Die beraten sie auch intensiv, sodass sie alle über die Autos wissen. Und das finde ich eigentlich erstmal ein guter Punkt, weil man will ja doch zum Händler gehen und da gut beraten werden, sich alles nochmal in Ruhe anschauen und will natürlich dann auch das Servicenetz nutzen, auch der Händler, damit man eben bei Problemen da direkt hingehen kann. Es gibt schon ein relativ gutes Händlernetz. Das muss natürlich noch besser werden. Aber das, was ich in der Präsentation gesehen habe, wie die das ausbauen, was für eine Geschwindigkeit, würde ich mir da zumindest jetzt keine großen Sorgen machen, weil das ist ja ein wichtiger Punkt. Ne? Wo gehe ich denn dann hin jetzt mit dem Auto? Das ist aus China und ne? Ich will doch mein Autohaus oder mein Autohändler um die Ecke haben. Also um die Ecke direkt wie bei den großen Marken ist es wahrscheinlich noch nicht. Aber ich glaube, der Anspruch war, dass es spätestens in 45 bis 60 Minuten oder sowas erreichbar ist. Und ich glaube, da sind sie doch eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Übrigens, das hatte ich vorhin bei der Software nicht erwähnt, Apple CarPlay und Android Auto werden noch nachgeliefert, haben wir hier aktuell nicht und sogar komplett drahtlos. Also das kommt auch. Man muss also nicht das System und die Apps hier nutzen. Man kann dann auch mit seinem Smartphone übernehmen. Was ich auch echt richtig gut finde, das wollen viele und nicht jeder hat Lust auf dieses System. Und da gibt es ja auch manchmal auch Vor- und Nachteile. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Wir müssen natürlich dringend darüber reden, über die Performance, die Fahrgeschwindigkeiten. 200 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit bei allen Modellen, da sind sie alle abgeriegelt. Und ich komme jetzt hier in dem Performance-Modell in 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon, ja, da wackelt es schon direkt. Das ist schon richtig ordentlich. Und sogar noch das Standardmodell hat immerhin noch 6,9 Sekunden von 0 auf 100. Damit kann man richtig viel Spaß haben. Jetzt sind wir auch auf der Autobahn, machen direkt mal die Assistenzsysteme an. Tippe ich hier zweimal nach unten. Woher kenne ich das nochmal, von welchem Hersteller? Ich weiß es auch nicht. Und auf der linken Seite an dem Rad kann ich dann hier die Geschwindigkeit anpassen. So, dann sind wir jetzt hier bei 100 km/h, dann gehe ich ja hier eben auch mal auf Tempo 100. Dann habe ich hier noch die 2 Knöpfe, um den Abstand hier noch ein bisschen anzupassen. Ich mag es immer mit ein bisschen mehr Abstand, ja, Sicherheit geht vor. Und dann halte ich die Hände hier so ganz entspannt, leicht am Lenkrad dran, ne, weil die soll man ja nicht wegnehmen. Es ist ja nur ein Level 2 Fahrsystem. Ich konnte es jetzt natürlich nur begrenzt ausprobieren, aber in den Tests hat es überall wunderbar funktioniert. Sogar mit Spurwechselassistent, das mache ich jetzt nicht, weil da kommt jetzt einer. Dann schauen wir mal, sobald der hier gleich vorbeigezogen ist, blinken wir mal links. Und dann sollte der ja hoffentlich, ja guck mal, das ist ja auch gut. Er hat das wieder abgebrochen, weil er erkannt hat, da kommt ein anderer. Jetzt machen wir das nochmal. Wir blinken links und nicht geeignet zum Spurwechsel, sagt er jetzt. Okay. Na gut, war vielleicht nicht der richtige Moment. Man muss auch dazu sagen, es sind die ganze Zeit schon relativ nah immer wieder hier Fahrzeuge rangekommen. Jetzt machen wir das Ganze aber nochmal. Ich ziehe das gnadenlos durch, weil er beschleunigt schon wirklich gut mit dem adaptiven Tempomat. Und jetzt aber müsste es funktionieren, meiner Meinung nach. Ha! Oh, nicht geeignet zum Spurwechsel. Naja, ach so, ich habe den Vorführeffekt nicht ausgeschaltet.
Eigentlich klappt's. Wie sieht mein Fazit aus? Ich glaube, da brauche ich nicht mehr so viel zu sagen, weil ihr habt es ja mir angemerkt. Ja? Man spürt das ja sofort, wenn man ein Auto mag, wenn alles rundum passt. Ich mag das Auto sehr. Und ich gehe so weit, weil wer den Kanal ein bisschen verfolgt, der weiß es, aber ich erzähle es nochmal. Ich fahre gerade einen Tesla Model 3 Highland, also den Facelift, bin davon sehr begeistert und wollte eigentlich zum nächsten Model Y Juniper, also dem nächsten Model Y als Facelift dann wechseln. Ich gehe sogar so weit zu sagen, den hier würde ich auch nehmen statt einem Model Y. Und das ist wirklich eine Ansage, sage ich euch ganz ehrlich. Das sage ich nicht einfach so, das habe ich auch noch nie gesagt. Und das ist einfach, also den würde ich gerne sofort so nehmen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass zum aktuellen Stand jetzt, wenn ich das Video aufnehme, also jetzt Anfang Juni 2024, der hier einen kleinen Ticken sogar über dem Tesla Model Y ist. Weil der Preis ist ein bisschen besser, Ladegeschwindigkeit so gut, da passt einfach alles. So. Und da muss jetzt erst das Tesla Model Y Juniper kommen, also das Facelift, damit ja, vielleicht Tesla wieder einen kleinen Ticken voranziehen kann. Man muss einfach sagen, die Software ist bei Tesla schon noch besser. Aber ich glaube, weil es ja ein Technologie- und Softwareunternehmen auch ist, XPeng, die werden da relativ schnell auf ein ähnliches Niveau kommen. Und das finde ich einfach total beeindruckend, dass ich hier stehe und mich wirklich freue, dass es jetzt nicht nur Tesla ist, ja, weil wir brauchen Wettbewerb, wir brauchen Konkurrenz. Bisher, wie gesagt, kommt da keiner ran, sondern dass jetzt wirklich hier so ein XPeng G6 kommt und einfach mal eine ordentliche Ansage macht und sagt, hey, wir liefern uns jetzt hier so ein richtiges Battle. Ja? Jetzt geht der Wettbewerb los, ich freue mich total. Und jetzt bitte auch alle anderen Hersteller nochmal. Ja? Es ist nicht schlimm, wenn ihr Dinge kopiert, die gut sind. Ja? Es ist wirklich keine Tragödie. Ihr könnt einfach mal euch Teslas anschauen, euch XPeng anschauen und einfach mal die guten Sachen übernehmen und einfach mal ganz dreist nachkopieren, weil das, was ich sonst so auf dem Markt vorfinde, erschreckt mich schon immer wieder. Gut, ich meine, bei den Preisen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Das wird noch ein spannendes Thema. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wahrscheinlich das Video schon rauskommt oder kurz danach oder das Auto im August dann auf den Markt kommt, hat wahrscheinlich Tesla die Preise erstmal gesenkt. Da sind die ja sehr schnell und gehen dann vielleicht auf 43.000. Also wenn ihr ab August einen Tesla Model Y für 43.000 € findet, es liegt am XPeng G6, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also, ihr merkt, ich bin begeistert. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin mit XPeng schon im Austausch, dass ich das Fahrzeug vielleicht noch mal auf eine längere Fahrt, vielleicht auch mal eine Reise mit der Familie oder sowas mitnehme. Und da unbedingt den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. Ich bin gespannt, was ihr jetzt dazu schreibt. Und ja, ich weiß, es ist ein Thema, es ist ein Auto aus China, ja. Gut, das lasse ich jetzt auch mal außen vor, was die ganzen politischen Sachen und so weiter angeht. Da hat auch jeder seine persönliche Einstellung. Ist auch okay, wenn ihr sagt, ich kaufe kein Auto aus China. Aber gut, dann könnt ihr euch ja ein Model Y aus Grünheide holen. Hat bestimmt gar keine chinesischen Teile drin. Aber gut, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen anstecken und kann euch ganz dringend empfehlen, den mal Probe zu fahren. Bis bald.